Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Leute, ich stehe gerade zu Gent. Und ja, ich bleibe in 2D-Schei. Und ja, und sonst, das Ganze war komplett spontan. Ich bin einfach überhaupt nur aufgestanden. Und irgendwie hatte ich Bock drauf, auf Gent zu gehen. Ihr wisst, weil ich die Platerie besichtigt tun. Und auch, ja, ich hatte einfach nicht Bock drauf. Genau. Gut, ich bleibe in 2D-Schei. Und ich gebe mir so, dass ich ein bisschen durch die Stadt tröpfeln und ein bisschen schwätzen und so weiter. Ich ganz ehrlich sehen, wo ich immens überrascht. Ich meine, ich habe heute mal ein Zugbier gekauft, und zwar den Aller Retour. Und das Ganze wird wirklich 36 Euro gekostet. Also du musst gut gerechnet und du willst einfach sitzen, davon profitiert. Genau. Allein, guck ich mal an. Der Mensch schön aus. Ja, da ist die Platz ist immens lokal. Das gefällt mir. Für was? Ganz einfach. Weil hier nicht so viele Touristen gehen. Und du willst den Preis auch nicht so teuer. Und Leute, ich war wieder so auf einem Platz, wir Fritten zu essen. Und ich habe eine kleine Portion geholt. Ich weiß nicht, was die Leute als klein definieren, aber für mich war definitiv groß. Ich weiß, ich hole kurz mein Foto, okay? Ich weiß, geht immens groß aus. Ich stehe hier an meiner Jugendherberge. Leute, ich habe immens gute Nouvelle für für meinen internationalen Plan. Und zwar, wenn alles gut verläuft, werde ich dann ab dem 1. Juni fortgehen. Und Leute, wie ganz ehrlich sind, ist schon ein bisschen nervös, wie was, ganz einfach. Also, irgendwann sind wir im März. Und ja, von März auf Juni, das dauert ja noch 3 Monate. Und danach, also, ja, ich werde dann Europa verlassen. Nicht für immer, gell, für eine bestimmte Zeit. Also, ist schon ein bisschen nervös. Ja, auf der anderen Seite schon immens viel Bock drauf. Also immens viel Reiseblogs zu machen. Und Leute, noch eine andere Information. An 2D, geht mein YouTube-Kanal 2 Jahre alt. Okay, normalerweise hat mein YouTube-Kanal den 29. Februar Geburtstag. Okay, das klingt schon ein bisschen komisch, wenn ich auf dem Geburtstag schwätze. Ich weiß schon mal so, wie das ist, ja, den 29. Februar 2024 habe ich angefangen YouTube zu machen. Ich habe dann meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Ja, und gleich sind schon 2 Jahre, also das ist wirklich immens interessant. Gut, für mein internationales Projekt ich schon ein bisschen nervös, aber das geht wirklich eine volle Erfahrung für mich. Ich meine, das geht wirklich, das geht eng Sache, die ich wahrscheinlich niemals vergessen werde. Genau. Also, momentan kenne ich auch immens viel, also ja, heute sind natürlich. Wie gesagt, es sind so Momente, wo ich einfach nur mehr Bock drauf habe, etwas anderes zu machen. Und ich will mal etwas anderes erleben, genau. Du hast ein Thema, worüber ich gerne schwätzen will. Und zwar, ich will gerne mal darüber schwätzen, wie wichtig das ist, ein paar Sachen auszuprobieren. Und wie weit das komplett okay ist, weil nicht alles so gut klappt. Also, ich sag mal so, nur der Schule, ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch gut keine Idee, was ich nur der Schule was wollte machen. Ich meine, nur der Schule, ja, also, natürlich, nur der Schule sind ich studieren gegangen. Aber für ganz ehrlich sein, ich hatte wirklich gut keine Ahnung, was ich ganz genau im Leben wollte machen. Und für auch ganz ehrlich sein, hatte ich auch immens Angst dafür, etwas auszuprobieren, für du nur mich spät zu merken, dass das gar nicht für mich war. Aber ich bin gleichzeitig auch der Meinung, dass es wirklich immens wichtig ist, das zu machen, weil wie sollen das so beurteilen? Ja, also zum Beispiel ja, für mich, gell, also ja, ich schon viel Sachen ausprobiert. Okay, natürlich schon mein Studium aufgeschlossen. Aber was schon mal so, was ist denn, also während dem Studium habe ich noch ein paar Sachen ausprobiert. Zum Beispiel, ich sehe DAX Klottern gegangen. Und die ganz ehrlich sind, wo ich immens gut, ich meine, also ja, spannend 6 Mains und ich wirklich immens viel Progress gemacht. Und zwar ist sie von Anfänger auf Ball-Profi gelandet. Und das spannend 6 Mains, das ist wirklich immens sehr. Mit dann kommt der Covid. Und ja, und du denkst, hatte ich auch keine Zeit für weiterhin zu klottern. Und ja, dann, was war das nächste? Ja, stimmt. Ich schon mal ein Kehr
ein eigenes Spiel programmiert. Und das war mal am RPG Maker. Allein, das ist eine interessante Information, okay? Also, für ein Spiel zu programmieren, also so mal so, wenn zum Beispiel am RPG Maker schafft, muss sie nicht programmieren können. Also das ist immens wichtig, gell? Ich meine, für die Personen, die wirklich gut nicht programmieren können, kann ich ihnen wirklich den RPG Maker rekommandieren. Für was? Weil, ja, das ist so, das ist immens einfach, das ist wirklich immens einfach zu verstehen. Wenn ich aber wirklich komplett allein ein Spiel programmiert, das schon ganz immens viel Zeit. Wow, okay, das ist schon ganz stark. Und zwar, also wirklich, an einem Jahr habe ich ein Spiel programmiert. Wie was? Das ganze Jahr gedauert. Ganz einfach. Ich habe schon selber Design gemacht, ich habe selber Level gemacht, ich habe selber Geschichte geschrieben und ich habe noch selber ja auch programmiert, unter Gimme, okay? Und ja, du hast auch sehr gemerkt, dass Spielentwicklung gut nicht für mich war. Und dadurch, ja, also ich meine, ich will lieber Spieler konsumieren, wie selber Spieler zu produzieren. Genau. Und was noch? Ich schon auch. Ja, gerade mache ich YouTube. Aber YouTube ist ein Hobby für mich. Was ich noch ausprobiert? Ja, ich habe eigentlich auch ein Buch geschrieben. Ja, ich kann mich gut erinnern. Das ist immens lang hier, gell? Das war schon 8 Jahre schon, gell? 8 Jahre. Und ich habe auch mein eigenes Buch geschrieben. Und das war wirklich eine Erfahrung. Aber ja, du hast auch gemerkt, so. Also ich mal so, wenn das ganz als Hobby möchte schon immensen Spaß. Aber wenn das wirklich professionell möchte, also wenn wir wirklich will, Autor will gehen, kann das schon ein bisschen schwer sein. Wie war das? Ganz einfach, weil das kannst. Es geht nicht darum, ob du Geschichte gerne hast, es geht nicht darum, ob die anderen Leute Geschichte gerne haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich will. Ja, ich habe das Gefühl, dadurch wird Kreativität ein bisschen reduziert. Und du denkst, ja, du als Autor zu schaffen, nee, das ist nicht für mich. Aber das ist aber nicht der Grund, dass ich aber gerne weiterhin will, Geschichte schreiben. Genau, du denkst, weil ich auch unter diesem Top-Idee will. Okay, momentan schreibe ich noch kein Buch, aber mir fehlt immens zu schreiben. Genau. Aber gut, was willst du mal tun? Ich habe schon selber ein paar Sachen ausprobiert. Das hat halt nicht gut geklappt. Wir haben manchmal ausprobiert und dann weiß ich von selber, dass das halt nicht für mich ist. Ich bin, wenn ich nicht möchte, wie kann ich das Ganze jugieren? Moja Leute, ich glaube, ich habe keine Restaurant, aber ich glaube, es hier ist bestellt. Ich hoffe mal, die gute Seite sein. Also, ja, ich gebe so gut Appetit. Für ganz ehrlich zu sein, bin ich schon ein bisschen nervös. Wie war das? Ganz einfach. Heute ist 29. Februar, am Morgen schon den 1. März. Und ja, also an einer wieder, an 3 Monaten sind ich schon nicht mehr in Europa. Und für ganz ehrlich zu sein, bin ich schon ein bisschen nervös. Ich meine, das geht für mich noch. Also, das ist eine ganz andere Erfahrung für mich. Ich meine, ich so lange nicht mehr in Europa zu sehen, das ist schon. Ja. 1 Sekunde mehr spät. Hallo, hast du wieder gut? Ja. Das Ganze sieht so aus. Also, ja. Ja, also heute Morgen war immens ruhig. Wir sind noch heute ich bin heute 7:30 aufgestanden. Und ich bin noch so gegen. Ja, ich gebe mal so, ich bin so gegen 9 Uhr rausgegangen. Und ja, und ich war immens ruhig heute Morgen. Wir waren los in immens Detail. Aber Gent ist schon immens lokal. Also, ja, das ist nicht touristisch, gell? Und du denkst, wenn ich wirklich Bock drauf hat, einen interessanten Platz zu besichtigen, mir aber kein touristisch, dann kann ich auf jeden Fall Gent rekommandieren. Und plötzlich, ganz ehrlich zu sein, ich fand, 2D, das geht locker durch. Also wirklich, ja. Dann erinnere ich mich auch schon an Brüch. Also ich war im November 2024 bei einem Kollegen zu Brüch und bei immens flott. Mein Bruder süß zu mir, dass Brüch immens touristisch ist. Heute ist der letzte Tag, Leid. Das ist auch Neues, mir hat keine Person.
Da ist immens ruhig. Und genau, und heißt noch das Schloss. Ja, ich habe das Schloss gestern besichtigt. Aber leider konnte ich nicht darüber filmen. Aber ich kann nicht auf jeden Fall also das Schloss rekommandieren. Also immens gut. Und ich muss sagen, vielen Dank, dass ihr meinen Blog geguckt habt. Und wir sehen uns demnächst, okay? Ciao.